Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ehrlich Handmade. Wir häkeln heute zusammen einen Kürbiskorb. Diesen Korb habe ich gehäkelt aus Textilgarn. Diesen Korb habe ich gehäkelt aus Bobigny-Cord 5 mm. Und für so einen Korb habe ich ca. 100 Meter verbraucht. Beide Körbchen habe ich nach derselben Anleitung gehäkelt. Ein aus Textilgarn, ein aus Bobigny-Cord, haben trotz unterschiedliche Größe. Ich werde mit euch dann zusammen aus Bobigny-Cord 5 mm häkeln. Die Farbe Terrakotta. Häkelnadel Nummer 6. Eine kleinere Häkelnadel, um die Faden zu verstecken. Schere, um die Faden abzuschneiden. Wir beginnen mit Luftmaschenkette und machen 16 Luftmaschen. Die erste Luftmasche zähle ich mit 1, 2, 3, 4 und so weiter, dass man 16 Luftmaschen hat. Die 16 Luftmaschen sind jetzt fertig und wir beginnen Muster zu häkeln. Der besteht aus 2 Reihen, die sich immer wiederholen. Also erste Reihe, erste Luftmasche auslassen und bei der zweiten Luftmasche beginnen wir an und häkeln eine Kettmasche. 3 feste Maschen. 1, 2, 3. 4 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4. 7 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln jetzt spiegelverkehrt die zweite Reihe. Die zweite Reihe, wir müssen ja erstmal hochkommen, bevor wir 7 Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche haben wir schon fertig gemacht. Ich nehme Arbeitsfaden und wickel so die Häkelnadel einmal um und mache eine Luftmasche. Sieht wie ein Stäbchen aus. Dann häkeln wir die nächsten Reihen immer an den hinteren Maschenglied die Stäbchen, Halbstäbchen, Maschen und die Kettmasche. Wir fangen dann mit 7 Stäbchen an. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Dann 4 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 3 feste Maschen. Und die Kettmaschen. Reihe Nummer 2 ist jetzt fertig. Beginnen mit der Reihe Nummer 3 und die Reihe Nummer 3 wird genauso gehäkelt wie die Reihe Nummer 1. Wir machen eine Luftmasche, wenden die Arbeit, lassen eine Masche aus und beginnen an den hinteren Maschenglied eine Kettmasche zu häkeln. Dann 3 feste Maschen. Vier halbe Stäbchen. Sieben Stäbchen. Reihe Nummer 3 ist beendet. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 4 an und die Reihe Nummer 4 wird gehäkelt wie die Reihe Nummer 2. Eine Luftmasche, die Arbeit wenden. Wir umwickeln Häkelnadel mit dem Arbeitsfaden und machen eine Luftmasche. Dann an den hinteren Maschenglied häkeln wir 7 Stäbchen. Dann 4 halbe Stäbchen. Drei feste Maschen. Und die letzte Kettmasche. Reihe Nummer 4 ist beendet und wir häkeln insgesamt 26 Reihen. 4 Reihen haben wir schon zusammen gehäkelt und jetzt häkelt ihr alleine noch 22 Reihen. Ich habe meine 26 Reihen fertig. Wir müssen insgesamt solche 13 doppelte Reihen haben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Jetzt mache ich ungefähr bis zu 2,30 Meter Faden ab und schneide es ab. Ich werde jetzt mit diesem langen Faden hier die Rundung also zusammenziehen. Das zeige ich euch gleich. Wenn ihr eine dickere Wollnadel habt, könnt ihr sie gerne nehmen. Ich habe leider so eine Nadel nicht.
nehme dafür eine kleinere Häkelnadel und ich werde dann durch diesen Schlingen, die hier an der Seite sind, die hier, nicht vertauschen, weil die leicht zu nehmen sind. Die sind falsch. Die hier an der Seite sind, diese Schlinge müssen wir nehmen. Also nehmt ihr euer Faden und zieht durch diese Schlinge Faden durch. Ich nehme jetzt 3 solche Schlingen, versuchen, ob es klappt. Ja. So, und dann macht ihr weiter unter diesen Schlingen Faden durchziehen und zum Schluss nehmt ihr auch diese Schlinge, aus wo die Arbeitsfaden rauskommt. Also wenn es euch viel zu viel Gewusel ist, könnt ihr natürlich Faden ein bisschen kleiner nehmen, dass der auch später fürs Vernähen diese Seite reichen wird. Da ich noch hier die Kante mit festen Maschen umhäkeln möchte und ich möchte später auch die Faden, die Endstücke nicht verstecken, lasse ich immer so ein langes Stück abschneiden. So, jetzt ziehe ich an den Faden und hier geht die Öffnung, die hier ist, zu. Wenn bei euch diese Öffnung schwer zugeht, ihr könnt noch einmal unter diesen Schlingen durchgehen und Faden durchziehen, dann wird diese Öffnung auch ein bisschen weniger werden. Das werde ich jetzt bei diesem Korb auch machen, weil die Öffnung mir viel zu groß ist. Also ich mache das gleich und wir fangen dann diesen Seitennaht zusammen annähen. Ich habe jetzt Faden noch mal durchgezogen, die Öffnung ist ein bisschen kleiner geworden und wir beginnen jetzt diese Seite anzunähen. Von einer Seite haben wir so eine Kette und wir werden immer an den hinteren Maschenglied nähen, an den hinteren Maschenglied. Hier hatten wir Luftmaschenkette und hier nehmen wir auch eine Luftmasche und so vernähen wir dann diese Naht. Ich zeige mal, wie das geht. Ich habe aufgehört jetzt und da kommt zwischen diese Kette, könnt ihr sehen, der Arbeitsfaden. Also ich muss Arbeitsfaden hier an der Luftmasche rausholen. Also durchziehen und festziehen. Dann gehe ich an den hinteren Maschenglied und gleichzeitig an der eine Luftmasche und ziehe am Faden. Also nochmal, ihr könnt ja auch an der Luftmasche
an den hinteren Maschenglied Faden holen und ziehen. Und so näht ihr dieses Teil zusammen. Auf der Rückseite sieht es so aus. Also wir vernähen jetzt diese beiden Teile weiter miteinander. Ich habe jetzt alle Maschen miteinander vernäht und wende jetzt diesen Korb mal so aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch Korb aus so lassen. Mein Korb ist aber noch mit den festen Maschen hier mit einer Reihe gehäkelt, dass das so ein bisschen nach innen geht. Man kann ja auch so lassen, geht ja auch, aber ich bin der Meinung, es ist beendet, wenn hier eine Reihe von festen Maschen noch dazu gehäkelt ist. Ich beginne jetzt die Reihe mit festen Maschen und ich zeige, wie ich es gemacht habe oder machen werde. Hier ist Abschnitt aus 2 Reihen und in diesem Abschnitt häkle ich 3 feste Maschen. Also die erste Masche häkle ich hier, da wo wir die Luftmasche gemacht haben und die Reihe gewendet. Die zweite feste Masche häkeln wir in diesem Abschnitt und die dritte feste Masche häkeln wir einmal hier. Also ich zeige euch gleich. Endstück werde ich mit rein häkeln. Also die erste Masche, das ist die Luftmasche. Dann hier häkle ich auch eine feste Masche. Und einmal hier. Komme ich zu den nächsten 2 Reihen und beginne von vorne an. Also erste Masche, zweite Masche und die dritte Masche. Zeige ich nochmal. Und so kommt der Korb hier schon ein wenig nach hinten. Also wir sehen uns, wenn wir mit dieser Reihe fertig sind. Ich bin jetzt am Ende dieser Reihe angekommen und ich mache dann noch eine feste Masche und verbinde jetzt mit nahtlosen Übergang diese Reihe. So, der Korb ist jetzt fertig. Endstück wird noch versteckt hier und wir häkeln jetzt den Deckel.
Wir beginnen jetzt mit 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deckel wird genauso gehäkelt wie der Kürbis selbst, aber nur aus kleineren Maschenanzahl und besteht genauso aus 2 Runden, die sich wiederholen. Wir beginnen mit einer Kettmasche, also erste Luftmasche auslassen und eine Kettmasche häkeln. 3 feste Maschen, 1, 2, 3, 4 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4 und ein Stäbchen. Erste Reihe ist jetzt fertig. Beginnen mit der Reihe Nummer 2. Machen Luftmasche, wenden die Arbeit, nehmen unser Arbeitsfaden, wickeln einmal um die Häkelnadel um und häkeln eine Luftmasche dazu. Häkeln weiter an den hinteren Maschenglied spiegelverkehrt in der Reihe 2. Also beginnen mit ein Stäbchen, 4 halbe Stäbchen, 3 feste Maschen, und eine Kettmasche. Die 2 Reihen haben wir gehäkelt. Wir häkeln genauso wie bei den Korb 26 Reihen. Also wir häkeln dann alleine noch 24 Reihen dazu. Ich bin jetzt mit meinen 26 Reihen fertig, also 13 doppelte Reihen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich habe ja auch schon Faden abgeschnitten. So lang muss es nicht sein, weil wir nur hier in der Mitte die Öffnung zusammenziehen und vernähen dann hier klein Seitenteil. Und das wird genauso gemacht wie bei den Körbchen. Da könnt ihr auch ruhig das Video zurückspulen und nochmal angucken, wie hier Faden durchgezogen ist und wie Seitenteile miteinander vernäht waren. Also wir sehen uns, wenn das alles fertig ist. Deckel ist jetzt fertig, Endstücke sind jetzt versteckt und ich wende dieses Teil und diese Seite wird die Vorderseite sein. Wie ihr schon sehen könnt, die Öffnung habe ich hier nicht ganz zugemacht, weil ich da noch dieses Teil ranhäkeln möchte. Also das gehört zum Kürbis und es muss ran. Und ja, dieses Teil habe ich auch als Deko noch mitgemacht. Und ich werde dann aus einer anderen Farbe raushäkeln. Wenn ihr mögt, könnt ihr dann als Deko das hier zu nutzen. Dann müsst ihr ungefähr 1,5 Meter von den Faden lassen. Und dann häkeln wir hier die feste Maschen ran. Also ich zeige das euch gleich.
Wie ich schon gesagt habe, wir brauchen ein Stück ungefähr 1,5 Meter und das kommt dann auf die rechte Seite und von der linken Seite ist der Arbeitsfaden. Dann nehmen wir unser Deckel und ihr seht hier diese Schlingen. Unter jede dieser 2 Schlingen gehe ich mit der Häkelnadel durch, hole den Faden und mache zuerst eine Luftmasche. Dann die nächsten 2 und mache dann die zweite Masche. Insgesamt brauche ich 6 feste Maschen. Sechs feste Maschen sind fertig und wir häkeln jetzt an den hinteren Maschenglied die Kettmaschen. Also wir haben 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Nehmen größere Häkelnadel. Und häkle dann 6 Kettmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Reihe habe ich gemacht. Ich mache noch eine Reihe mit 6 Kettmaschen. Dann mache ich eine Reihe mit 5 Kettmaschen. Ich lasse einfach einen hinteren Maschenglied einmal aus und dann häkle mit 5 Maschen, also Kettmaschen. Der nächste Reihe häkle ich mit 4, mit 3, mit 2 und dann bleiben hier nur 2 Maschen und schließen wir hier dann ab. Also die nächste Runde nochmal mit 6 Kettmaschen. Eine auslassen, dann eine Reihe mit 5 Kettenmaschen. Dann einmal auslassen und dann mit 4 Kettenmaschen. Eine auslassen mit 3 Kettenmaschen. Und dann mache ich eine auslassen und häkle dann mit 2 Kettmaschen.
Faden abschneiden. So sieht jetzt dieser Teil aus und dann wird das einfach nach innen gezogen und versteckt. Und zum Schluss häkeln wir noch eine Luftmaschenkette und dann könnt ihr selber entscheiden, wie lang sie sein soll. Der Korb ist jetzt fertig. Man kann das ja auch beliebig dekorieren. Von meiner Seite war es das schon. Ich hoffe, dass ihr mein Video gut findet. Daumen hoch macht oder auch nicht und Daumen runter macht. Aber trotzdem wünsche ich euch auf dieser Stelle viel Spaß nachzuhäkeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.